Hallo bei Matti Green. Heute geht es um die Rasenpflege, die regelmäßige Rasenpflege. Ihr könnt dabei sein bei meinem wöchentlichen Rasenworkflow und diese Gerätschaften setze ich hierfür ein. Zum Rasenmähen kommt bei mir ein Spindelmäher zum Einsatz. Für die Rasenkanten benutze ich einen Rasenkantenschneider. Und für das Schnittgut der Rasenkanten ein Laubbläser oder ein Laubsauger, je nachdem. Wenn das Laub, wenn der Grasschnitt etwas nasser ist, dann blase ich ihn weg. Oder wenn der Rasen nicht in der Blüte steht, dann blase ich das Schnittgut weg. In die Büsche, in die Hecken. Und wenn das Gras, wenn der Rasen in der Blüte steht und die Gräser blühen, dann nehme ich den Laubsauger. Denn sonst verteilen sich ja die Gräser in den Hecken, in den Büschen, in den Pflanzbeeten und das ist nicht schön und erzeugt einfach neue Arbeit. Für den Arbeitsschutz gibt es ganz klassisch den Gehörschutz beim Laubbläser und die Sicherheitsschuhe. Für den Fall der Fälle sollte ich ganz blöd aufkommen und in den Spindelmäher reinkommen. Der Akkuschrauber, dazu noch später. Jetzt im Herbst, wenn die Blätter fallen, da sollte man zuerst die Blätter vom Rasen aufsammeln oder mit einsaugen, mit einmähen und zerkleinern. Dafür setze ich normalerweise meinen Sichelrasenmäher ein, der das ganze Laub von dem Grasschnitt aufsaugt, zerhäckselt und ich den ganzen Kladderadatsch dann quasi auf den Kompost zum Verrotten gebe. Aber ihr habt es bestimmt mitbekommen, schaut mal hier, ich habe vom Weltmeister der Gräser gelernt und habe auf meiner gesamten Rasenfläche wie die Poa Annua nachgesät. So, und wenn ich jetzt mit dem Sichelmäher rüberfahre, das ganze Laub aufnehme, dann wäre das kontraproduktiv und die ganzen Rasensamen würde ich wieder aufsaugen und die ganze Arbeit wäre umsonst. Deswegen, in diesem Fall nehme ich einen ganz klassischen Rechen und räche das ganze Laub erstmal zusammen und setze dann mit dem Spindelmäher fort. Also wie gesagt, den Sichelmäher, den brauchen wir für die nächsten Wochen nicht. Sieht man da gleich mal weg. Zum Rasenmähen. Ich mähe jetzt aktuell im Herbst oder im Prinzip auch im Frühjahr, im Frühling, mähe ich mit einer Schnitthöhe von ungefähr 3,2 cm. Ja, 2,8 bis 3,2 cm, weil das Gras diese Schnitthöhe benötigt, damit es schön aussieht und genügend, sag mal, Photosynthese betreiben kann. Denn im Frühling und im Herbst ist die Lichtausbeute generell etwas geringer, weil die Tageszeiten, das Tageslicht einfach nicht so lange da ist wie im Sommer und deswegen ist es besser, wenn man die Schnitthöhe etwas länger lässt. Zum anderen, beim Spiel- und Sportrasen, habe ich schon öfters erwähnt, kommt die grüne Farbe erst richtig zur Geltung, wenn man um die 3 cm bleibt. Also wenn man drunter geht, dann ist diese schöne Blattmasse weg und diese Blattmasse ergibt diese Färbung. Das heißt, das Blatt, so wie die Blätter an den Bäumen
machen die Farbe aus. Mäht man zu tief ab, dann säbelt man die Farbe weg und dann hat man im Prinzip viele braune Stellen im Rasen und das sieht meiner Meinung nach nicht so schön aus. Im Schatten- oder Halbschattenbereich, dann ist es auch wichtig, nicht zu kurz zu mähen, denn wo nicht so viel Licht zur Verfügung steht, da braucht es mehr Blattmasse, also die Gräser müssen höher gelassen werden, braucht es mehr Blattmasse für die Photosynthese. Ein breiteres Gras hat von Grund auf schon mehr Blattmasse. Je dünner eure Grashalme sind, desto wichtiger ist dann auch diese Schnittlänge. Ein Schattenrasen hat zum Beispiel, ja, wie gerade erwähnt, etwas breitere Halme. Es ist auch wichtig, regelmäßig zu mähen. Wenn die Gräser zu lang werden und man mäht sie dann ab, dann ist das Risiko auch sehr groß, dass auch bei einer höheren Schnitthöhe sehr viel Blattmasse abgeschnitten wird, weil es einfach längere Stängel gibt. Und diese Stängel, haben wir ja gerade gelernt, ist nicht der Farbenproduzent, sondern die Blätter. Und wenn man dann das Gras länger wachsen lässt, dann gibt es viele Gräser, die auch längere Halme produzieren. Regelmäßiges Mähen fördert das Graswachstum, regelmäßiges Mähen fördert die Verzweigung und das Gras breitet sich aus und schließt ziemlich schnell auch dann die Lücken. Durch den Winter, da geht mein Rasen dann mit ca. 3 bis 5 Zentimeter. Das ist so eine Gratwanderung. Zu kurz kann, wie gesagt, am Ende des Winters durch Stress und Ausfall der Gräser führen, der feinen Gräser. Zudem kann die Grasnarbe lückenhaft werden und zu mehr Matsch im Winter führen. Ja, die Kinder sehen dann einfach aus wie Sau, wenn sie vom Garten wieder reinkommen. Das gleiche Spiel, wenn man Hunde, wenn man Tiere hat und die über den matschigen Rasen rennen, toben, die sehen natürlich dann auch aus wie Sau, das ist klar. Eine intakte Grasnarbe verhindert auch im Winter eine übermäßige Matschbildung. Zu lang kann zu Pilzen und Rasenkrankheiten führen. Die Feuchtigkeit kann einfach schlechter abtrocknen. Und sollte Schnee oben aufliegen, dann werden die Halme platt gedrückt, was dann wiederum zu einem Feuchteproblem wird. Ne? Der Rasen bekommt einfach weniger Sauerstoff, weniger Licht, sodass es dann zu Krankheiten und Fäulnis führen kann. Neue Halme haben es zudem richtig schwer durchzustoßen. Was kann man dann tun? Also nach dem Winter dann einfach den Rasen striegeln, den Rasen lüften und diese heruntergedrückten alten Halme einfach herauskämmen und nur im äußersten Falle vertikutieren. Ich halte im Prinzip sowieso nichts vom Vertikutieren. Lieber lüften, striegeln und das, wenn es notwendig ist, jeden Monat, kann man auch tun. Und bevor man lüftet und striegelt, im Frühjahr düngen, dass der Rasen einfach Kraft bekommt und dann wird alles gut. Im Sommer kann man dann im Prinzip, wenn die Temperatur noch nicht so heiß ist und wenn es nicht so trocken ist, dann kann man dann schon langsam mit der Schnitthöhe nach unten gehen, mit der 1/3-Regel. Das heißt, mit jedem Schnitt, mit jedem Grasschnitt nimmt man nur 1/3 der Halmlänge ab. So stresst man das Gras nicht unnötig und kann dann so Stufe für Stufe nach unten gehen auf, ja, je nachdem welchen Rasen, welches Gras man gesät hat, auf die niedrigste, ich sag mal, Schnitthöhenempfehlung. Kommt dann der Hochsommer und die Temperatur steigt wieder sehr stark an und die Trockenheit kommt,
Dann sollte man auch wieder die Schnitthöhe etwas höher stellen, wie 4 bis 5 cm zum Beispiel. Dann beschatten die Gräser die anderen Gräser. Die Blattmasse sorgt dafür, dass die Sonneneinstrahlung nicht so auf den Boden kommt. Was mich jetzt zur Frage führt, wie oft mähe ich? Oder wie oft solltet ihr Rasen mähen? Im Prinzip wird immer gemäht, wenn das Gras wächst. Im Frühjahr wächst das Gras mehr, es gibt mehr Wachstum, weil die ganze Natur powert und das ganze Leben wieder von Neuem beginnt. Es wächst mehr. Da mähe ich sogar 2 bis 3 Mal die Woche, um eben diese Schnitthöhe halten zu können. Und sollte ich etwas längeres Gras vorfinden, auch über die 1/3-Regel das Gras wieder zügiger auf meine Höhe hinunter zu bekommen. Im Sommer, wenn das Gras dann in eine Art Ruhephase eintritt, aufgrund der höheren Temperaturen und dann nicht mehr so powert, dann mähe ich im Prinzip einmal die Woche oder sogar einmal in 2 Wochen, je nachdem eben, wie das Gras wächst. Es gibt dann auch Phasen, die nicht so heiß sind, wo es auch ein bisschen regnet, und da ist dann ähnlich wie im Frühjahr. Ne? Das kommt drauf an, schaut, was euer Rasen macht, wie schnell er wächst und wie schnell ihr wieder auf eure Schnitthöhe herunterkommen könnt. Im Winter und im Herbst ist es dann ähnlich wie im Frühjahr. Da schneide ich dann das Gras auch wieder 1 bis 2 Mal die Woche. Und im Winter aber so lange geschnitten, wie das Gras eben wächst. Und das kann auch mal kurz vor Weihnachten sein, das kann auch mal zwischen den Jahren sein oder toujours durch, je nachdem wie der Winter halt wird. Gemulcht wird nur, oder mulchen sollte man nur, wenn die Gräser, wenn die Poa annua zum Beispiel nicht blüht. Wenn ihr wie ich keine Mulch mehr habt, dann solltet ihr darauf achten, dass das Schnittgut nicht zu lang ist. Sonst bekommen die abgedeckten Halme durch das Schnittgut weniger Licht. Und wenn es dann drauf regnet, dann könnte es zu Fäulnis kommen. Und feinere Gräser fallen dann einfach auch gerne mal aus, weil sie einfach zugedeckt werden und sie kein Licht mehr bekommen. Man muss auch wissen, dass die Mikroorganismen, wie zum Beispiel Pilze, Bakterien, Viren, nur Mikrodinge schnell verwerten können und keine Makrodinge wie grobes Schnittgut zum Beispiel. Dazu braucht es dann Makroorganismen wie Würmer, Käfer, Insekten oder andere Nützlinge wie etc. Am schnellsten wandeln die Mikroorganismen den Mikromulch um und stellen es dann als Stickstoff zur Verfügung. Wenn ihr größeres Schnittgut habt, dann gebt es lieber auf den Kompost, vermischt es mit gröberem Laub und lasst es da zu Kompost werden. Die Makroorganismen brauchen hierfür noch den Zwischenschritt der Ausscheidung. Der Kot der Würmer, der Kot der Makroorganismen, der wird dann erst von den Mikroorganismen verwertet. Klingt ein bisschen schräg. Mikroorganismen können nur die Mikrodinge schnell verwerten. Und Makroorganismen kommen eben mit etwas Gröberem klar. Also wenn ihr Geduld habt und als Gärtner, als Hobbygärtner oder generell, wenn man Garten liebt, da braucht man als erste Tugend auf jeden Fall mal Geduld. Wer keine Geduld hat, ja, der wird nicht unbedingt Freude haben am Gärteln. Garten braucht Geduld. Und wenn Makroorganismen das Schnittgut verarbeiten und dann später erst die Mikroorganismen das zu Stickstoff verwerten, dann dauert das halt seine Zeit. Geduld, Geduld, Geduld. Habt ihr jetzt größeres Schnittgut?
Nehmt es einfach, wie gesagt, mit einem Auffangsack auf, verteilt es ganz dünn unter den Sträuchern, unter der Ecke, auf den Pflanzbeeten, ganz dünn, vielleicht noch einarbeiten. Und die Mikroorganismen, wie gesagt, die helfen euch bei der Umwandlung und es gibt sehr, sehr schönen Humus. Sehr, sehr schönen Humus. Und jeder, der sein Schnittgut wegfährt, betreibt im Prinzip Geldverschwendung, wenn man es mal genau nimmt. Ja, über meinen Rasenkantenschneider, da bin ich echt froh drum. Die Rasenkante lässt sich so leicht schneiden. Vor, zurück, das ist so einfach. Und im Prinzip ist es nur ein Anbaugerät. Es ist im Prinzip keine Maschine, sondern nur ein Anbaugerät für meinen Akku, für meinen Akkuschrauber. Den Akkuschrauber einfach oben auf das Anbaugerät quasi draufstecken, die Nuss festdrehen, auf die Bohreinstellung einstellen und starten. Sobald sich der Akkuschrauber dreht, dreht sich unten der Schneidestern und man kann ganz einfach über die Rasenkanten drüber rollen. Und wenn man das dann so circa einmal im Monat macht, dann geht das auch ratzefatz. Wenn man die Rasenkante drüber wachsen lässt, dann dauert es dann schon ein bisschen länger. Dann hat der Rasenkantenschneider auch ein bisschen schwerer und man braucht ein bisschen länger. Man muss öfter vor- und zurückziehen. Wenn man das dann alle 3 bis 4 Wochen einmal macht, dann braucht man nicht mal mehr vor- und zurückziehen und schieben, sondern da reicht es auch ansetzen, loslaufen und die Kante ist wieder sauber. Ein ideales Gerät, wie ich finde. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, ich finde, da das ja nur ein Anbaugerät ist und ich den Akkuschrauber als Maschine, als Antriebsgerät nutze, ist es sehr nachhaltig gedacht. Ich brauche keinen neuen extra Akku, keine neue Maschine, sondern ich benutze einfach das, was ich schon habe und ich finde, das ist relativ nachhaltig. Tolle Sache.